Willkommen zum neuen Video mit uns. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Das geht heute leider mal um ein traurigeres Thema. Wir müssen mit euch sprechen. Wir hatten sehr viele Belastungen in den letzten Monaten und selbst die stärkste Beziehung hält nicht jede Belastung aus. Und wie es mit uns weitergeht, was hier auf dem Kanal in Zukunft passiert, darum geht es in diesem Video. Und ja, schön, dass ihr dabei seid. Viel Spaß beim Video. Guten Morgen, es geht wieder los. Wir sind fast da. Also wir sind ja, also in diesem Video kommen wir direkt an. Das heißt nicht, dass wir jetzt ja lange hinfahren, sondern wir sind auch gleich da. Wir sind ja im letzten Video so viel gefahren. Und jetzt haben wir es auch gleich geschafft. Wer uns verfolgt, weiß, wo wir hinfahren. Und für all die anderen, die es nicht wissen, macht euch keine Platte. Ihr erfahrt es gleich. Sobald wir da sind, reden wir drüber. Auch ist es generell, dieses Video hat ja ein bisschen ein trauriges Thema. Wir müssen generell mal quatschen. Also für uns geht's so. Also für uns ist auf jeden Fall mal ein Punkt erreicht, an dem wir so nicht weiterkommen. Aber das machen wir, wenn wir da sind. Jetzt haben wir noch so 150 Kilometer vor uns und dann, ja, und dann erfahrt ihr, um was es hier im Video geht. So, wir sind angekommen. Zwar noch nicht an unserem endlichen Bestimmungsort, aber bevor wir dahin fahren, brauche ich erstmal eine Stärkung. Und die Stärkung gibt es hier einfach am allerbesten. Hier gibt es die beste Stärkung. So, ihr kennt den bestimmt auch schon. Und jetzt gibt es erstmal... Hey, na, alles klar? Er sagt, wir sind nur am Rumrennen. Aber wenn wir schon hier sind, dann gibt es jetzt auch erstmal Torte, weil ohne Torte geht gar nichts. So, genau. Kuchen darf nicht fehlen, weil für einen richtigen Plan, den man hat, den man machen möchte, braucht man auch Hirn und Hirn braucht Zucker. Das heißt also, jetzt gibt es erstmal eine richtig schöne Sahnetorte, einen schönen Kaffee. Starten wir den Tag und dann fahren wir dahin, wo wir hinwollen und dann klären wir euch auf, wie es bei uns weitergeht. Das ist wirklich der beste Kuchen überhaupt. Also, also wir haben uns wirklich voll drauf gefreut. Also, bevor wir jetzt nach Hause fahren, gehen wir jetzt erstmal Kuchen essen. Also, das ist einfach ein Highlight hier in Paraguay. Ja. Boah, geschafft. Echt krass. Es war so weit, so viele Kilometer. Echt von Peru umgedreht und jetzt wieder in Paraguay. Ja. Genau. Und eigentlich wollten wir hier gar nicht wieder her zurück. Also warum wir hier sind, das sagen wir euch jetzt. Deswegen haben wir uns hier hingesetzt, nehmen wir uns ein bisschen Zeit für. Aber genau, eigentlich wollten wir hier gar nicht her. Als wir vor 2 Jahren aufgebrochen sind auf diese Reise, auf dieses Riesenabenteuer, war das natürlich ein großer Traum. Also einfach ein großer Traum, der vor uns war, ein großes Ziel. Und wir waren einfach durch nichts zu stoppen. Also egal wie groß das Hindernis war, egal wie groß das Problem war, wir waren durch überhaupt nichts irgendwie zu bremsen, sondern wir haben einfach durchgezogen. Selbst meine Krebserkrankung hat ja nicht im Ansatz uns bremsen können, sondern hat es lediglich verzögert. Und wir haben direkt nach der OP schon wieder Pläne geschmiedet, wie es weitergeht mit unserer Reise. Man kann also ganz klar sagen, es war uns kein Weg zu weit, kein Problem zu groß, kein Ozean zu tief. Also es gab wirklich nichts, was uns stoppen konnte. Und wir sind aufgebrochen in ein Abenteuer ohne definiertes Ende. Wir haben ja bis heute kein definiertes Ende. Wir sagen ja nicht, wir fahren bis, wie viele sagen, wir fahren bis Alaska oder wir fahren bis sonst wohin, sondern wir haben ja kein definiertes
Wir fahren. Wir fahren. Ja, wir fahren auch mal kreuz und quer und wir lassen uns da wirklich treiben. Wir wollen ja eintauchen in diesen Kontinent voller Abenteuer. Und das geht natürlich nur, wenn man offen bleibt oben, nicht zu sehr plant, nicht zu sehr Scheuklappen aufsetzt und einfach auch mal Einladungen annimmt und einfach auch mal andere Wege fährt. Also genauso wie wir uns das vorgestellt haben, war auch der Anfang unserer Reise. Also die Argentinien, Chile, die Zeit in Patagonien, das war genau das, was wir uns vorher in unseren Köpfen ausgemalt haben. Also wir haben noch nie so viele Wildtiere gesehen wie in der Zeit. Also Pinguine, Wale, also unser Highlight, also man kann sagen, unsere beiden Highlights an Tieren, also für mich zumindest, war die Walbegegnung in Porto Madryn und gleich danach das Tauchen mit den Seelöwen. Das ist schon, also das bleibt für immer im Herzen drin und das ist einfach genau das, wonach wir gesucht haben. Nachdem das erste Jahr unserer Reise rum war, waren wir schon mal hier. Also wer uns verfolgt, weiß das. Wir waren genau hier an dem Ort, da ist das Haus, in dem wir waren. Also es ist von hier mal 20 Meter Luftlinie. Und das ist, wie soll ich sagen, Overlanding bedeutet halt, dass auch viel kaputt geht. Also unser Bus hat nach 30.000 Kilometern echt Zuwendung gebraucht. Und wir sind hier ein halbes Jahr gewesen und haben diesen Bus repariert, Ersatzteile immer wieder einfliegen lassen oder kommen lassen aus Deutschland. Also wir waren schon mal hier aus technischen Gründen, kann man sagen, und das ist jetzt genau ein Jahr her. Ja, wir sind ja dann aufgebrochen in unsere zweite große Etappe, kann man sagen. Also die erste Etappe war Chile, Argentinien, Patagonien, der ganze Süden. Und die zweite große Etappe, die man in Südamerika macht, wenn man so eine Südamerika-Reise macht, ist halt die Andenregion, der Altiplan. Und das war ja eigentlich, kann man sagen, also die beiden Touren, die Puna-Tour und die Lagunenroute, war definitiv unser größtes Abenteuer, kann man sagen, oder? Das war so eine Herausforderung für Mensch und Maschine, für uns, für alles. Das war richtig, richtig doll anstrengend auch, ja. Aber richtig schön. Und danach ging es ja dann eben, das habt ihr ja mitbekommen, über die Lagunenroute. Da waren wir dann ja schon in Bolivien, dann 3 Monate Bolivien und von dort aus eben dann nach Peru, wo wir als letztes waren.
Die Lagunenroute, kann man ja ganz klar sagen, ist nur der Anfang gewesen. Oder diese ganze Lagunenroute Puna in dieser Region, wo wir dann nach Bolivien rein sind, das ist ja nur der Anfang gewesen eines nicht enden wollenden Abenteuers. Also wer in Bolivien reist, auch Peru ist ein bisschen besser, aber wer in Bolivien reist, der weiß, dass es einfach sehr, sehr anstrengend ist. Es ist einfach Overlanding at its end. Man muss sich ums Sprit kümmern. Es gibt nicht überall Essen zu kaufen oder es gibt Essen zu kaufen, dann hat man aber den Amöbiasis. Man kriegt nicht überall Geld. Es ist also alles sehr, sehr, sehr schwierig und die Zeit in Bolivien und auch die Zeit im Altiplan, die hat uns den Bus, uns alle komplett an unsere Grenzen gebracht. Also und weit darüber hinaus, kann man sagen. Es ist ja nicht das Reisen, was uns dabei belastet hat. Das ganze letzte Jahr war schrecklich für uns. Seit Beginn des Jahres wollten die Probleme einfach nicht aufhören. Als wir Paraguay im Januar verlassen haben, fingen die Probleme auch schon an. Von Anfang an hat unser Bus nicht richtig gebremst und als wir dann in der Nähe von Córdoba waren, ist unser Turbo kaputt gegangen. Irgendwie konnten wir uns zum Glück selbst befreien. Björn hat den Motor zum Teil auseinandergebaut und wir haben es gerade so bis zur nächsten Stadt geschafft. Ich hab's nicht geschafft. Aber unsere Pechsträhne hat einfach nicht aufgehört. In der Puna-Wüste und auf der gesamten Lagunenroute hatten wir ausnahmsweise mal kein Problem mit dem Auto. Jetzt ging es aber unserer kleinen Hündin Vilma immer schlechter und sie ist ja dann leider im Juni in Bolivien verstorben. Das hat uns einen tiefen Schlag verpasst und wir sind bis heute nicht darüber hinweg. Danach gingen dann aber gleich die Probleme am Auto weiter. Angefangen mit Getriebeöl, was ausläuft und sich leider auch nach zweimal Reparieren nicht verbessert. Das Problem haben wir bis heute. Auf der Todesstraße in Bolivien ist uns dann auch noch die Antriebsachse abgerissen. Irgendwie konnten wir uns auch hier wieder selbst befreien. Danach ist uns dann die Bremse hinten abgefackelt und dann zu allem Überfluss auch noch der Bremslichtschalter explodiert. Explodiert! Muss man sich mal vorstellen. Trotzdem haben wir niemals aufgegeben. Zuletzt ist uns dann, wie ihr wisst, unser Motor auf über 4000 Meter Höhe kaputt gegangen. Okay, ich tobe noch nicht so. Zwei Nächte bei Minusgraden, die uns wieder ganz schön an den Nerven gezerrt haben. Wir haben zwar auch diese Situation gemeistert. Aber seitdem fährt die Angst mit. Ihr müsst euch das einfach so vorstellen, dass jeder Geräusch, jeder Ton, jeder Geruch, der einfach anders ist, macht Panik. Also nach so vielen Sachen, die passiert sind, es ist einfach so, dass wir bei jeder Kleinigkeit denken, dass wieder irgendwas am Bus ist. Und das nervt einfach beim Fahren. Also man fährt nicht mehr entspannt und das geht uns ganz schön doll auf die Nerven, kann man nicht anders sagen. Ja. Fazit ist, wir brauchen eine Pause. Genau, und deswegen sind wir eben wieder in Paraguay. Das ist jetzt sicher für den einen oder anderen eine Überraschung, für uns selber übrigens auch. Aber Paraguay bietet sich einfach an. Wie wir hierher gekommen sind, wie die Reise hier waren, warum wir aus Peru fliehen mussten, all dieser ganze Kram. Da läuft eine Fliege auf der Kamera rum. So als nicht mehr. Wie wir hierher gekommen sind, warum wir aus Peru fliehen mussten, wie das passiert ist, war ja auch nochmal ein Riesenabenteuer. 2500 Kilometer, die gehen nicht einfach so an einem vorbei. Da haben wir ganz schön was erlebt auf der Strecke. Das seht ihr aber alles später. Heute im Video geht es ja um ein anderes Thema und da komme ich jetzt nochmal drauf. Auf den Punkt gebracht, wir haben komplett Burnout. Ja, wir haben keine Kraft mehr, einen Fuß voreinander zu setzen. Und wir hatten lange überlegt, was wir jetzt machen, ob wir jetzt nach Lima gehen, da eine Pause machen oder durchfahren, meinetwegen bis nach Ecuador. Das wären aber 3500 Kilometer gewesen und auch nochmal richtig anstrengend. Ja. Und diese ganzen Sachen haben wir gesagt, wir schaffen das einfach jetzt gerade nicht. Das ist nicht möglich, das kriegen wir nicht umgesetzt. Wir brauchen einfach mal neue Energie. Ja, wir müssen einfach mal wieder den Akku voll machen, weil wenn man dauernd nur Energie rauszieht, dann ist eben irgendwann keine mehr drin. Ja, und warum Paraguay? Ganz einfach. Es gibt hier A, alles zu kaufen. Es gibt ganz normal Sprit an den Tankstellen.
Wir können unser Geld ganz normal am Geldautomaten für einen ganz normalen Wert abholen. Also wenn wir das in Bolivien machen, dann verlieren wir einfach 50% unseres Geldes zum Beispiel. Das heißt, es muss alles sehr geplant sein, so eine Zeit in Bolivien. Und hier kann man einfach mal eine Hängematte aufbauen und sagen, okay, ich bewege mich nicht mehr. Mali hat hier Hundefreunde, das ist also für sie auch gut. Sie fängt auch an, hier wieder zu spielen. Das ist sehr schön zu sehen. Und ich habe ja auch Freunde, ich habe auch Hundefreunde. Und ich fange auch wieder an zu spielen. Nein, Blödsinn. Aber für mich war wichtig, an einem Ort zu sein, wo wir einen Anschluss haben, wo wir ein bisschen andere Sachen machen können, wo wir raus sind aus dem Bus. Ihr müsst euch einfach mal vorstellen, wir sind auf 4 Kubikmetern zu zweit. Ja? Zu dritt, anfangs zu viert. Wir müssen, egal was, wenn man mal einen Keks aus dem Schrank holen möchte, dann muss der andere vorm Schrank weg. Ja, und man muss, wenn man Zähne putzen, ja, es ist einfach nervig. Ja? Also geh mal zur Seite, denn der andere fühlt sich wieder gestresst in seiner Komfortzone. Ich weiß nicht, ihr kennt es ja, man hat ja eine Komfortzone, jeder Mensch hat die. Bei dem einen oder anderen ist die größer, bei anderen ist die kleiner. Aber wenn man nicht mal mehr diese Komfortzone hat, also seine eigene Freiheitszone hat, unser Wohnzimmer ständig zu einer Autowerkstatt wird. Wir in einem auf 4 Quadratmetern Badezimmer, Küche, Wohnzimmer, Schlafzimmer, Autowerkstatt, Hundesalon, alles ist auf Office. Genau, Office. Wir arbeiten auch noch Fulltime, 16 Stunden am Tag, kleben so aneinander. Und das belastet unsere Beziehung schon sehr, sehr stark. Also wir haben uns ganz doll lieb und wir sind ja hier aufgebrochen mit einem Ziel. Aber wir fangen uns an, ganz schön doll auf die Eier zu gehen, einfach weil wir keinen Platz haben. Ja, und das ist, denke ich, völlig normal auch. Also wenn man 2 Hunde zu eng einsperrt oder auch Ratten, Mäuse, alles egal was, jedes Lebewesen braucht seinen Platz. Und ist der Platz nicht da, dann wird es problematisch. Und wenn dann noch so viele Probleme dazu kommen, alles schwierig ist, man nicht mal weiß, wo man nächtelang vor Tankstellen wartet und ständig unterm Auto liegt. Meine ganzen Hände sind kaputt. Ich bin ein bisschen allergisch gegen Motoröl, muss man dazu sagen. Also sobald ich schraube, kriege ich Neurodermitis. Das ist also alles sehr, 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 sehr belastend. So, und deswegen haben wir gesagt, wir haben entschlossen, wir machen jetzt eine Pause. Das heißt, für euch wird sich eigentlich gar nichts ändern. Wir haben total viel Material im Hintergrund, wir haben alles gefilmt in Peru. Das kommen jetzt auch weiterhin Videos für euch, ja. Aber für uns wird sich was. Interessante Videos. Ja, genau. Es kommen richtig tolle Sachen auch. Ja. Also wir haben in Peru wirklich ganz tolle Sachen gefilmt und auch ein paar Erkenntnisse gehabt über unsere Weltgeschichte. Aber das werdet ihr alles sehen. Aber für uns wird sich ändern, dass wir eben eine Zeit lang aus diesem Bus rausgehen. Ja? Dass wir einfach ein Bett haben, was schon gemacht ist. Ja, das ist doch ein Unterschied. Schwierige Dinge. Das ist das Allerschlimmste, ja, dass wir egal was umbauen müssen. Ja? Also Bett machen, dann alles von oben nach unten. Küche, okay, dann alles hier. Ja? Allein Zähne putzen, Sachen packen, dieser ganze Kram, ja. Also das ist nicht einfach und genau, deswegen müssen wir eine Pause machen, damit wir die Energie haben, dann wirklich Ecuador, Kolumbien und die ganzen anderen Länder mit Spaß zu erleben. Wir müssen Geld verdienen fürs Darien Gap. Wir kommen sonst hier auch nicht mehr weg, weil das Darien Gap kostet uns 4.500 €, die Verschiffung, und bisher ist die finanzielle Situation nicht besser geworden. Das heißt, wir müssen einfach uns neu ordnen, wir müssen uns neu finden, wir müssen neue Energie tanken. Wir müssen Motivation tanken, wir müssen wieder Probleme klein sehen, nicht groß. Wir müssen den Ozean als überquerbar sehen, nicht als tief, und so weiter und so fort. Also all dieser Kram, das ist das, was kommen wird. Und all diese Dinge, die müssen halt wieder möglich sein für eine Weltreise, weil sonst kann man so einen Urlaub in Antalya machen oder irgendwo auf der Kanaren all-inclusive gehen. Aber das, was wir hier machen, ist Overlanding. Das, was wir hier machen, ist komplett alleine organisiert, Abenteuer, immer irgendwo hinfahren, wo wir nicht wissen, was uns erwartet. Lauter verschiedene Währungen, wir haben insgesamt 6 verschiedene Währungen mittlerweile im Portemonnaie, wir haben 12 verschiedene SIM-Karten. Das sind alles Dinge, die kann man erstmal so sehen als ja locker flockig, aber das ist es nicht. Ja, und wenn wir jetzt vielleicht so ein Expeditionsmobil hätten, 12 Meter lang, 4 Meter breit, mit 2 Bädern drin und allem drum und dran,
gut, vielleicht wäre das dann was anderes, aber so gut betucht sind wir eben nicht und wir fahren halt mit dem T3 und da sind wir auch ganz glücklich drüber, aber der muss jetzt mal eine Zeit lang hier stehen und wir gehen jetzt halt mal in eine Wohnung. So ihr Lieben, und jetzt ändern wir mal die Szene hier, weil jetzt kommt nämlich was richtig, richtig Geiles und jetzt kommt auch was für euch. Das müssen wir nämlich auch noch loswerden. So, aber das müssen wir jetzt erstmal machen hier. Gebt uns mal kurz ein paar Minuten. Ja, Tisch steht. Sonne ist auch rausgekommen, also insofern für das, was wir jetzt vorhaben, werdet ihr gleich sehen, dass wir eigentlich glücklicher waren ohne Sonne in Paraguay. Weil Sonne in Paraguay bedeutet immer absolut killerwarm. Also das ist von mit Schatten zu Sonne, das ist einfach ein Unterschied wie Tag und Nacht. Das ist schier unglaublich. Gut, aber egal. An der Stelle ist einfach mal der Zeitpunkt, es ist kurz vor Weihnachten und wann soll man denn mal richtig Danke sagen? Und das ist jetzt der Zeitpunkt. Wir haben uns zu bedanken bei euch. Erstmal dafür, dass ihr uns so zahlreich folgt, dass ihr uns so schöne, tolle Kommentare schreibt und natürlich für die Unterstützung. Ja, also die Leute, die uns bei PayPal unterstützen, das hilft uns richtig doll. Das kommt einfach zu 100% bei uns an. Also bei PayPal verdient ja niemand anders mit, sondern das landet bei uns. Und dafür ein riesen Dankeschön. Und für all die, die uns noch nicht unterstützen, kurz vor Weihnachten ist immer die beste Zeit, seinen YouTuber zu unterstützen. Das ist gut fürs Karma, gut für alles. Ja? Und unsere PayPal-Adresse, da gibt es so viele gute Gründe für, seinen YouTuber zu unterstützen. Wann denkt man denn mal an seine Lieben? Ja, also zu Weihnachten. Da ist unterhalb von unserem Video unsere PayPal-Adresse. Nutzt wirklich am besten PayPal, weil überall woanders zieht sich YouTube ein Teil ab oder wir machen deswegen auch nicht diesen anderen Kram, den die ganzen anderen da machen. Wie heißt denn das? Ist ja auch egal. Ja, jedenfalls, wir machen nichts, wo uns Netzwerke viel wegnehmen, sondern wir versuchen das dann selbst zu machen. Und wenn ihr uns unterstützen wollt, dann ist unterhalb des Videos die PayPal-Adresse. Und für all die, sagen wir mal, gerne geben möchten, aber dafür auch gern was bekommen wollen. Ja, die einfach sagen, okay, komm, ich will nicht nur Geld raushauen, sondern ich will was. Genau, also wer mehr dafür zurückbekommen möchte, außer unsere supergeilen Videos mit viel Spannung, geilen Bildern und allem drum und dran, der ist in unserem Shop ganz gut aufgehoben. Wer ihn noch nicht kennt, unser Shop heißt Rhodes Market und da gibt es ganz, ganz viele tolle Sachen und wir haben alles neu eingekauft. Wir haben super viele neue Produkte bekommen. Der Shop ist voll. Das ist alles gestern bei meiner Schwester angekommen. Ist alles verzollt, ist alles fertig und es steht zum Versand bereit. Ja, das war der nächste Punkt, der uns komplett gestresst hat. Also das war wirklich eine Arbeit, unglaublich bis fertig. Aber egal, darüber wollen wir jetzt nicht rumheulen. Und wenn ihr bei uns im Shop richtig zugeschlagen habt, da ist wirklich für jeden was dabei. Also Geschenke für die Frau, für die Kinder. Wir haben wirklich alles jetzt mittlerweile. Ne? Und wenn ihr da richtig zugeschlagen habt, genau, für kalte Tage ist wirklich alles da. Und wenn ihr im Shop richtig zugeschlagen habt, dann könnte es bald bei euch so aussehen. Oder es könnte so aussehen. Ihr seht ja, das hier sind unsere neuen Produkte. Richtig geil aus Schafswolle, Tischdecken, man kann sie als Überwurf nutzen, man kann sich damit sogar zudecken, weil es warm ist. Und es gibt nichts Schöneres, als bei 35 Grad eine Alpaka-Mütze aufzuhaben und einen Alpaka-Pulli. Aber bei euch ist es jetzt richtig kalt. Und da gibt es noch was richtig anderes Geiles. Das Schönste, was wir bis jetzt eingekauft haben, sind Baby-Alpaka-Schals. 100% Baby-Alpaka. Das ist das Weicheste, was es gibt und gleichzeitig auch das Wärmste, also die beste Wolle nach Kaschmir wahrscheinlich aus den Anden und ein absolut tolles Weihnachtsgeschenk. Es gibt aber nicht nur den geilen Alpaka-Schal, sondern es gibt auch Alpaka-Decken und das ist unser Bestseller, also wir haben davon schon echt viele verkauft und das ist 100% Alpaka, das ist richtig schön warm für die kalten Wintertage auf der Couch, das lädt sich nicht so statisch auf, das ist einfach toll und sieht auch richtig gut aus. Genau. Wenn ihr also Bock habt, zuzuschlagen, Rhodes Market, geht auf unseren Shop, macht euch glücklich, macht uns glücklich, kriegt was zurück für euer Geld und genau.
Seguro todos quieren este gorda que te queda muy bien, pero no es en venta. Also genau, die Mütze, die ist nicht zum Verkauf. Ja, die ist jetzt nur dekorativ. Genau, die habe ich mir jetzt nur mal dekorativ raufgefahren. Und es ist wirklich echt mega heiß. Es ist wirklich ein totales Leid, jetzt hier zu sitzen mit einem Alpaka-Pulli und gleichzeitig eine Alpaka-Mütze. So, ich tue die mal weg und gehe lieber wieder auf meine peruanische Sonnenschutzmütze. Also, es gibt total viele Sachen zu kaufen, sogar kleine Federtäschchen. Wir haben viele neue Gürtel. Wir haben eine ganze, zeig mal deinen Rucksack kurz. Wir haben eine ganze Kollektion an neuen Rucksäcken. Also sprich diese Lederrucksäcke. Alles handgearbeitet, in Bolivien zusammengestellt. Echtes Leder, echte Schafswolle. Das ist ein richtig geiles Produkt. Eben kein Plastikschrott, kein China-Scheiß. Das sind eben genau die Dinge, die wir nach Deutschland schaffen und die es bei uns im Shop zu kaufen gibt. Ja, denn bleibt uns noch übrig zu sagen, danke für alles. Danke für euer Zuschauen. Danke, dass ihr auch diesmal wieder dabei wart. Wir sehen uns in der nächsten Woche. Ja, immer. Genau, nächste Woche gibt es das nächste Video von uns. Für euch geht es ganz normal weiter. Wir filmen jetzt erstmal nicht mehr. Das wird dann eine Pause geben über Weihnachten. Ich denke, wir werden bis zum 20. oder sagen, ja, bis dahin ungefähr Material haben. Und dann wird es eine längere Pause geben bis 15. Januar. Und dann geht es bei uns auch weiter. So. Ihr wisst Bescheid. Bei Fragen immer in die Kommentare. Anregungen sind wir auch für zu haben. Auf jeden Fall schön, dass ihr uns begleitet und wir sehen uns in der nächsten Woche. Bis dann. Danke, Ciao. ciao.